herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und ihr seid auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Ich wollte mit euch ein kleines Paint with Me machen und dazu die Fragen zu den Gnomen beantworten. Da ist ja ein süßes Event von der lieben Melli von dem YouTube-Kanal Mellis Painting Ecke und der lieben Heidi von Craft & Wedding, dem YouTube-Kanal. Die beiden haben das auf die Beine gestellt und haben dazu jetzt eine kleine Fragerunde ins Leben gerufen. Und zu den Fragen dachte ich, während ich die euch beantworte, dachte ich, painten wir hier den kleinen Herbstgnom. Das ist ein kleines Teilbild, das hatte ich euch vorgestellt, was ich bei Amazon geshoppt habe. Ja, da ist noch ein bisschen was offen und deswegen dachte ich, painten wir den gerade zusammen fertig, während wir die Fragen beantworten. Ich rufe mir gerade noch mal die Fragen auf, lege mir die nebenhin und hole euch ein wenig näher, dass ihr das besser seht. Es ist bei uns schon dunkel draußen, deswegen musste ich leider das Licht anmachen. Deswegen habt ihr hier meine Reflexion von der Lampe leider. Ich hoffe, das stört nicht so weit. Ja, ich habe noch ein bisschen was hier frei. Ich würde sagen, wir legen jetzt auch mit dem V los, dass wir damit anfangen zu painten. Und währenddessen, wie gesagt, beantworte ich die Fragen zu dem November 2023. Ja, die erste Frage lautet, wie viele Gnomenbilder hast du gepaintet? Da ich ja noch recht neu bin, sozusagen, beim Painten, ja, jetzt so knapp ein Jahr, vielleicht ein bisschen mehr, habe ich gar nicht so viele Gnomenbilder. Ich muss gestehen, ich habe mir Gnomenbilder gekauft, wie ich bei den beiden auf den Kanälen dann gehört habe, dass sie ein Event dazu planen. Ja, gekauft hatte ich da die 4, also in einem 4er-Pack, die Gnomenbilder und ihn hier. Und ich hatte davor schon so ein kleines Weihnachtsgnomenbild. Das heißt, ich habe insgesamt 5 Gnomenbilder komplett und ihn hier als ein Teilbild. Aber gepaintet habe ich nur 1 bisher. Das habe ich auch hier. Das habe ich jetzt sozusagen, ja, in der Zeit, sieht man, Moment, ich muss euch hochholen, sieht man gar nicht so ganz. Das hatte ich jetzt in der Zeit gepaintet. Das hatte ich euch auch vorgestellt. Das war aus dem 4er-Pack. Ja, gepaintet 1 und 1 in Arbeit. Ja, das war die erste Frage. Die zweite Frage, wie viele Gnomenbilder hast du im Stash? Na gut, die habe ich jetzt schon mit Frage 1 schon fast beantwortet. Wie gesagt, es waren die 4 Bilder in der Einbestellung von Amazon mit ihm hier, also 5 und ein Weihnachtsbildchen. Das wären dann 6 und dann habe ich im Stash 4. Weil hier, das rechne ich jetzt nicht mit, weil das wird ja gerade gepaintet. Und 1 habe ich ja schon fertig. Ja, also sind es insgesamt 4 Bilder. Aber wir schließen ja nicht aus, dass da noch Bilder dazukommen von den Gnomen. Ja, die Frage Nummer 3. Welches ist dein Lieblingsgnomenbild?
Also ich muss ehrlich sagen, da habe ich so kein Lieblingsgnomenbild. Ich finde, alle Bilder haben da ihren Reiz. Und das eine sagt mir halt mehr zu und das andere weniger. Worauf ich mich freue zu painten, ist das Bild für die Weihnachtszeit einfach. Da sind so 3 Gnome mit so weiß-beigem Hintergrund und hinten dran sind so viele schöne Sterne. In Pastellfarben ist das. Ja, da freue ich mich drauf. Das finde ich auch schön. Ich meine, hier, das finde ich auch süß und goldig und schön, um Gottes Willen. Aber wenn ich direkt auf die Frage antworte, finde ich, ja, das Weihnachtsbild ist momentan von meinen Sachen, die ich hier daheim habe, mir das Liebste. Dann haben wir die 4. Gibt es noch ein Gnomenbild, das du unbedingt painten möchtest? Ja, wie gesagt, das eine Weihnachtsbild, das würde ich gerne noch machen. Das habe ich mir auch schon vorbereitet soweit. Das wollte ich jetzt gerne noch in Angriff nehmen. Dann, ja, auf Amazon oder auch bei Diamond Art Club, da gibt es so viele schöne Gnomenbilder. Also, weiß gar nicht, da könnte ich mich gar nicht entscheiden, welches ich da mir holen würde, um wirklich dolle zu painten. Nee, ich hab alles soweit daheim. Ich finde, ja, das Weihnachtsbildchen, das möchte ich gerne painten. Jetzt noch. Dann die Frage Nummer 5 ist, wo leben deiner Meinung nach die Gnome? Das finde ich eine sehr interessante Frage, weil, ja, ich weiß gar nicht, wo leben denn die Gnome? Also ich stelle mir die Gnome auf alle Fälle im Wald vor. Und dann auch, ja, nicht für jeden irgendwie ersichtlich. Wenn ich im Wald spazieren gehe mit meiner Hündin, finde ich, das sind manchmal so Lichtungen. Also ich bin jemand, ich gehe keinen Weg, sondern ich gehe meistens querfeldein. Dann hatte mein Hund Spaß, der ist aber an der Schleppleine. Und ich habe auch meinen Spaß, weil ich Sachen sehe, die ich vom Weg aus nicht sehen würde. Und manchmal kommen wir da so an Lichtungen oder Plätze, wo die Bäume halt so schön besonders stehen. Und da denke ich dann, ach hier, ob hier was wohnt, also mit einem Baumstamm noch dabei oder so, oder ja, oder die Pilze, wenn sie ganz viel stehen, oder auch die Kräuter und das alles, wenn das dann da ist, dann finde ich immer, da könnte ich mir so ein Gnomendorf vorstellen. Und dann alle natürlich irgendwie in unterschiedlichen Häusern, also in Pilzen, in den Baumstämmen, in moosbewachsenen Steinen, wenn da so ein Steinhaufen noch liegt und sowas. Also so ganz viel unterschiedlich, finde ich. Da könnte ich mir das super gut vorstellen. Oder so stelle ich mir das einfach vor, dass die Gnome so leben. Ja, und dann natürlich, wie die liebe Melli schon gesagt hat, für uns immer mal wieder ein schönes Bildchen entwerfen und machen und die uns dann zukommen lassen. Das ist natürlich, das fand ich so süß, wie ich das gehört habe und dachte, ja klar, das ist doch mal schön. Ja. Deswegen kommen dann auch immer so unterschiedliche Motive, wo sie sich dann auch unterschiedlich zur Pose hinstellen und dann für uns ein Diamond Painting draus machen.
Das fand ich total schön. Ja, da leben für mich die Gnome. Wie ist das da so bei euch? Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht. Ja, dann haben wir die 6. Frage. Gnomeline oder Gnomenmädchen? Da bin ich unentschlossen. Ich nenne sie mal so und mal so. Das kommt auch immer drauf an, wie die Zöpfe an den Seiten sind. Denn ja, Mädchen ist halt für mich ja, jung halt. Und Gnomeline ist halt schon ja, eine bisschen ältere einfach. Eine ältere Frau. So mein Alter. Ja, deswegen. Und Mädchen ist halt für mich ja jung, Teenager, sowas in dem Dreh. Ne? Deswegen, da kann ich mich nicht wirklich entscheiden. Da nenne ich mal so und mal so die Frauen unter den Gnomen. Ja, dann haben wir noch die 7. Frage. Paintest du nur Bilder oder hast du auch Deko? Das ist eine ganz gute Frage, weil die Bilder habe ich ja jetzt erst angefangen zu painten. Und Deko, oh, ich habe es nicht so mit Deko. Also ich finde das immer ganz toll und ich beneide die Leute auch, wenn die dann so schön dekorieren können und machen können und alles so zusammenpasst und das so super dann aussieht. Ja, das Gehen ist an mir vorübergegangen. Ich kann das nicht. Da bin ich kein Held drin und deswegen auch mit der Deko von den Gnomen, nee. Ich habe letztes Jahr auf der Arbeit einen süßen Gnomen geschenkt bekommen. Und der sitzt aber halt, wie gesagt, bei mir auf der Arbeit auf dem Schreibtisch. Auch wenn es ein Weihnachtsgnom ist, also der hat, hier sein Anzug ist rot und hat auch eine rote Mütze auf. Also passt sehr zu Weihnachten, aber trotzdem sitzt er bei mir das ganze Jahr über auf dem Schreibtisch. Mein war ja auch ein Geschenk und er gefällt mir da auch sehr gut. Und ich freue mich auch jeden Tag, wenn ich ihn sehe. Ja, so ist das nicht. Aber hier zu Hause, glaube ich, fällt mir jetzt gar kein Gnome ein. Außer die Bilder, die ich jetzt hier habe. Und sonst, lasst mich mal überlegen, aber ich glaube nicht. Also wenn, vielleicht noch in den Weihnachtssachen, aber die habe ich noch nicht rausgeholt. Jetzt muss ich überlegen. Ich habe, glaube ich, einen, wo man sagen kann, das ist ein Gnom. Aber das ist so, ja, ich weiß nicht, wie man, Schrankhocker, Eckenhocker, kennt ihr das? Der hat so, die Beine baumeln über die Tischkante und er sitzt halt oben drauf. Das, doch, dann habe ich einen. Und der kommt immer bei uns zur Weihnachtszeit unten auf den Fernsehtisch. Also der Fernseher hängt an der Wand und unten drunter habe ich ein Tischchen stehen und da kommt der immer dann drauf. Da kann der dann sitzen und zuschauen. Ja, aber wie gesagt, nur zu Weihnachten. Ja, aber sonst Deko, wie gesagt, ich habe dafür kein Händchen. Und ich kaufe Sachen, wenn sie mir gefallen, kaufe ich sie meistens.
Aber dann, wenn ich sie dann daheim habe, passt das nicht immer zu den anderen Sachen. Deswegen, naja, na gut, ne? Wir haben ja unterschiedliche Talente. Und mein Talent ist das halt nicht. Ja, so ist es halt. Und nicht anders. Ne? So, dann haben wir noch eine Frage. Also die 8. Frage, was sollte es noch zum Beispiel von Gnomen geben? Was es noch geben könnte von Gnomen. Ich weiß gar nicht. Es gibt wahrscheinlich schon alles. Nur ob uns das alles so bekannt ist, das weiß ich halt nicht. Also, lasst mich mal überlegen. Mir würden jetzt spontan Hausschuhe einfallen mit Gnom. Es gibt ja auch so Hausschuhe, die so flauschig sind und wie ein Kuscheltierchen aussehen. Und da von Gnomen, das wäre doch süß. Dann hat man sie immer bei sich, die Füße sind warm. Ja, das fände ich zum Beispiel goldig. Oder, wie die liebe Melli schon gesagt hat, so Fensterbilderchen. Das finde ich auch schön für die Weihnachtszeit oder auch die Sommerzeit. Das ist auch eine tolle Sache, finde ich. Ja, aber sonst, ich glaube, es gibt bestimmt einiges von den Gnomen. Wirklich. Das denke ich schon. Und so spontan, was man noch bräuchte oder was es geben sollte, wüsste ich jetzt. Da wüsste ich jetzt nichts. Vielleicht eine Gnomseife. Nach Gnomgeruch. Nicht nur Wachs, wie von der lieben Heidi, sondern eine Seife. Duschgel. Aber das gibt es bestimmt. Also die Sachen, das gibt es bestimmt. Na? Ja. Dann, weiß gar nicht, doch, ich sehe, haben wir die nächste Frage, die Nummer 9. Gnome in der Wohnung, im Garten oder nicht? Also wie gesagt, wenn ich das Talent hätte, hätte ich sie wahrscheinlich auch bei mir in der Wohnung und im Garten. Aber da mir so ein Deko-Sinn fehlt, habe ich das leider nicht. Also es wäre schön. Also wenn jemand super gut dekorieren kann. Mein Haus steht offen. Ja, also von mir aus können Gnome überall sein. Mir macht das nichts aus. Das ist völlig in Ordnung. Gnome ja, aber diese Gartenzwerge, naja. Gibt es bestimmt auch schöne. Aber nee. Ach, wisst ihr, was ich mal hatte? Von den, wenn man das als Gnom nennen kann. Obwohl, man hat die Äuglein nicht gesehen, hat eine dicke Nase gehabt und ein Bärtchen. Da hatte ich so, die waren so garantiert 30, 40 cm groß, so Figürchen oder Figuren mit einer Laterne in der Hand für vor die Haustür zu stellen oder in den Garten reinzustellen. Das hatte ich. Und da hatte ich auch immer so ein batteriebetriebenes Teelicht drin und die haben immer schön geleuchtet.
Nur sie waren leider nicht so ganz wetterbeständig, also nach ein paar Jahren waren die leider, ist die Farbe und alles abgegangen. Sie sind leider auch auseinandergefallen vom Material her, aber die waren wirklich goldig. Das war schön. Also deswegen Gnome dürfen gerne im Haus und im Garten sein. Das ist für mich gar kein Problem. Ja, so ist es. Dann haben wir die 10. Frage schon. Peace-Zeichenbilder, ja oder nein? Also ich beziehe das jetzt mal nur auf die Gnome, die Peace-Zeichen. Und nee, also für mich ist es nichts. Das ist nicht so mein Geschmack. Finde ich nicht so prickelnd. Einfach. Ich habe auch jetzt speziell, ja, noch nie danach geguckt. Aber es wird mir, wie gesagt, auch nicht einfallen, danach zu gucken, weil, ja, es ist nicht so meins. Mit den Gnomen, also jetzt nur auf die Gnome mit Peace-Zeichen bezogen, nee, ist nicht meins. Brauche ich nicht, muss ich nicht haben. Ne? Ja. Da ist eine, ja, da weiß ich gar nicht, was ich noch zu sagen soll. Das ist einfach so. Und, nee. Ich meine, da hat ja jeder einen anderen Geschmack, um Gottes Willen. Das ist auch gut so. Finde ich auch schön. Für mich persönlich ist es halt nichts. Deswegen, nö. Dann haben wir schon die letzte Frage, die Nummer 11. Gnomsucht oder einfach ein Fan? Also ich würde bei mir sagen, einfach Fan, weil ich die wirklich goldig finde. Die sind süß mit ihrer Knubbelnase und ihrer schönen Bart, mit ihrem schönen Bart und dem Alm, der Mütze. Ja, ich finde die süß. Deswegen würde ich mich schon eher als Fan bezeichnen und nicht als Suchti. Nee. Vielleicht kommt das noch, denn aus Fanliebe kann ja auch eine Sucht werden, je nachdem. Das kann ja schon gut sein. Aber für mich jetzt erstmal nur ein Fan. Na, jetzt geht mein Wachs leer. Na gut. Einmal nachfüllen und dann geht's weiter. Obwohl, wir haben ja jetzt alle Fragen. Aber uns fehlen noch 2, no, ja, 2 Symbole oder Buchstaben, damit wir unser Gnombildchen fertig haben. Ich könnte es ja mit einer, könnt ihr euch ja ein kleines Zeitraffer machen da dazu. Dann seht ihr es wenigstens dann, wenn es fertig ist. Das Bildchen. Ja, ich denke, das mache ich auch. Dann könnt ihr jetzt gleich mit einem kleinen Zeitraffer schauen, wie es dann nachher fertig aussieht.
So, wir haben es gleich. Da sind noch 2, die ich eben vergessen habe. Sind noch frei. Die setzen wir jetzt schnell noch zusammen und dann ist sozusagen der kleine Gnom hier, Doris F, einmal fertig. Ja, so, jetzt haben wir ihn hier fertig. Die Fragen sind beantwortet und ich habe zum ersten Mal ein VIP and Chat gemacht, wenn man das dann so nennen darf. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seht ihn. Ich finde, er sieht ganz süß aus. So mit seinem Mützchen und allem. Moment, ich hole euch mal. Probiere gerade mal, dass ich euch ein bisschen weiter rausholen kann. Dann seht ihr ihn komplett. Doch, ist doch süß. Der Kleine, der hat hier oben schon so 2 Löcherchen, damit man aufhängen kann, wenn man das möchte. Ich denke, das mache ich auch. Ich glaube, versiegeln brauche ich ihn jetzt nicht unbedingt, weil die Klebefläche ist wirklich nur bis dahin gegangen, wo die Steinchen liegen. Also die ist wirklich nicht weiter drüber, als es sein müsste. Ja, genau. Das war es dann auch schon von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und auch die Fragen sowie die Antworten. Lasst gerne einen Kommentar da, wenn ihr möchtet. Gerne auch ein kostenloses Abo, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben gebt. Vielen lieben Dank, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt, dass ihr dabei wart und mir zugehört habt und zugesehen habt. Und dann hören und sehen wir uns das nächste Mal.